Nun gibt es auch den Rebel SLS in dem leichten Penta TX Tuch. Er besitzt natürlich weiterhin 5 Struts und ist im Vergleich der Hochleister nicht übermäßig gestreckt. Abgestützt wird die Fronttube mit einer 6-Punkt-Waage mit einem Pulli. Allein sind auf einer kleinen V-Waage am Tipp angebracht und wir können hier über eine Knotenleiter ebenfalls über 2 Punkte den Turning Speed und den Bardruck an den jeweiligen Fahrergeschmack oder Fahrerinnengeschmack anpassen. Ebenfalls an dieser Konstruktion hängt natürlich weiterhin ein Bungee, welches die Wasserstarteigenschaft optimal gestalten soll. Die Waage der Fronttube ist so kompakt gehalten, dass auch nur am Ende der Fronttube Leinenabweiser benötigt werden. An den mittleren Querstruts ist kein Leinenabweiser vorhanden. B- und entlüftet wird weiterhin über das bekannte Duoton-Ventil. Zusätzlich gibt es am Ende der Fronttube ein Auslassventil, möchte man den Kite der Länge nach aufrollen. Und an beiden Innenseiten der Tips gibt es sogenannte Self-Rescue Handles. Damit kann man den Kite besser festhalten für eine Selbstrettung. Als Flugtuch verwendet Duoton hier einen Mix aus einem Triple und einem Double Ripstop Material. Dieses Tuch ist bis in die Tips hineingezogen, nur an den äußersten Enden gibt es Verstärkung aus dem sogenannten Penta TX Tuch. Alle Teile, die sonst bei einem Schirm konventionellerweise Dacron sind, sind hier aus diesem Penta TX Material gehalten. So wie auch hier zu sehen die gesamte Abrisskante. Und damit bei höheren Fluggeschwindigkeiten hier auch nichts flattert, gibt es an beiden Tippenden jeweils 2 Latten, die die Abrisskante stützen. Die Querstruts sind jeweils mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. Bei den Verstärkungen setzt Duoton hier weiterhin auf ein gummiertes, sehr abriebfestes Gewebematerial. Und der Übergang der Fronttube zum Flugtuch ist mit 2 Tuchstreifen gedoppelt. Und schauen wir auf das Gewicht, das ist im Durchschnitt zu den Mitbewerbern in konventioneller Bauweise 25% leichter ist. Hier liegt ein 12 Quadratmeter bei einem Gewicht von 3 Kilogramm. Wir haben hier sehr gute Leichtwindeigenschaften, ein perfekt und schnell angeströmtes Profil. In Kombination mit dem sehr leichten Kitegewicht ergeben sich hier Angleitleistung oder Flugleistung auf dem Foil bei ca. 7 bis 8 Knoten bei 12 Quadratmeter und einem Fahrergewicht von 80 Kilogramm. Und klar, der Haupteinsatzbereich ist auch hier die Kombination mit einem Twin-Tip. Dafür brauchen wir bei gleichem Fahrergewicht ca. 12 bis 13 Knoten für ein Board mit einer Länge von ca. 1,38 Meter. Dabei kann ein ganz leichtes Sinus hier die unterste Angleitleistung nochmals etwas verbessern. Der Rebel SLS läuft exzellent Höhe, der hält hier wahnsinnig gut seine Strömung auch am äußersten Windfensterrand. Die Barkräfte haben sich zu den bisher bekannten Modellen des Rebel reduziert. Alles wirkt etwas leichter und spielerischer, ist dabei aber trotzdem präzise und mit dem notwendigen Komfort versehen.
Insgesamt fühlt es sich so an, als ob die Leichtigkeit etwas mehr wieder in den Vordergrund gerückt ist bei diesem Modell. Schön ist, wie dosiert und gleichmäßig die hohe Kraft des Rebel SLS abgegeben wird. Das Ganze ist hier auf maximale Kontrolle ausgerichtet und steht auch im Leistungsbereich ganz oben mit an der Spitze, ist aber insgesamt immer sehr kontrolliert und komfortabel. Schauen wir auf das Flugbild des Rebel SLS, so ist hier alles ganz rund und im mittleren Bereich ausgerichtet. Wir haben keinen Tellern, auch keinen Ansatz vom Tellern. Wir haben bei wenig Leinenspannung eine direkte Reaktion mit einem runden Drehvermögen und das Ganze geht auch immer mit einer mittleren Fluggeschwindigkeit einher. Um den 12 Quadratmeter SLS ohne Probleme aus dem Wasser starten zu können, bedarf es ca. 10 Knoten. Hierbei reagiert er insgesamt etwas leichter als seine Mitbewerber in konventioneller Bauweise. Klar, hier kann man wirklich das reduzierte Gewicht auch sofort spüren, was sich genauso auch in der Flugstabilität auswirkt. Gerade bei sehr kritischen Bedingungen, also auch Bereiche, wo man vielleicht den Kite noch nicht optimal starten kann, haben wir schon zu 100% ein sauber angeströmtes Flugbild. Aber auch im Bereich die Powervermögen gehört ja hier mit zum Besten, was man so bei den Hochleistern bekommen kann. Die Kappe gibt sich hier keinerlei Schwäche. Hier wackelt nichts, hier verformt sich nichts. Man kann wirklich einen sehr großen Windbereich kontrolliert abdecken. Was für die meisten aber wohl das interessanteste Thema sein dürfte, sind die Sprung- und Flugeigenschaften des Rebel SLS. Hier ist er insgesamt genau in der Mitte angesiedelt zwischen einem Orbit und zum Beispiel einer Slingshot-Maschine. Sein Lift ist hierbei kraftvoll und lang anhaltend, aber ohne irgendwelche Querkräfte vor dem Absprung zu produzieren. Dank des sehr homogenen Bar-Feelings weiß man stets auch in der Luft, wo man sich hier befindet und das Ganze läuft eher intuitiv. Die Mischung aus hier Leistung und Kontrollierbarkeit ist, ja, muss man leider schon sagen, halt wie so oft bei Duotone einfach sehr gut gelungen. Aber nochmal im Vergleich auch zu den Mitbewerbern. Er hat halt nicht so einen aggressiven Boost wie ein Orbit zum Beispiel. Das Ganze ist hier eher gleichmäßig und wird nur bei sehr starkem Wind nimmt er etwas an Progression zu. Bei der Hangtime liefert er wirklich auch sehr gute Werte, aber eine Maschine hängt hier, wenn man den Absprung gut getroffen hat, noch etwas länger. Stark ist bei diesem Konzept, dass einfach hier jedes Fahrkönnen die maximale Leistung für sich erzielen kann. Ob man jetzt aktiv sauber über die Kante und den Schirm hochgelenkt abspringt oder ob man nur durch Anziehen der Bar kleinere Hüpfer macht. Das ist immer das Maximum an Leistung, was man hier rausbekommt, ohne dass es irgendwelche wirklich großartigen Anforderungen an den Fahrer oder die Fahrerin stellen dürfte. Und das Ganze gilt auch schon bei sehr wenig Wind beim Foilen. Deshalb sind hier auch immer Aufnahmen davon dazwischen gestreut. Und schauen wir einen interessanten Vergleich zum Vorgänger oder normalen Rebel, der insgesamt schon, wie man im Süden sagen würde, bockstark war jederzeit. Das ist Modell hier SLS einfach auch leichter und spielerischer. Das fühlt sich insgesamt nochmal ein Tick lebendiger alles an. Da der SLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern auch deutlich weniger wiegt, haben wir ihn auch nochmal am Foil extra getestet. Hier liefert er wirklich gute, stabile Flugeigenschaften. Er ist auch hier
einfach zu handhaben. Selbst für einen Einsteiger in dem Bereich ist er sehr einfach zu fliegen. Und in der Kombination mit einem eher schnellen Racefoil liefert er sehr gute Leistung, weil er selber auch schnell fliegen kann und damit wenig Widerstand bietet. Klar, das Ganze geht auch mit einem größeren Next Generation Foil, so wie wir es immer nennen, für einen Einsteiger optimal geeignet. Allerdings ist dann halt die Kombination mit gedrungeneren Schirmen wie einem Neo oder einem Mono deutlich angenehmer in der Kombination. Der Rebel von Duotone, der war schon immer einer der ausgewogensten Schirme in dem High-Performance Freeride-Sektor. Das ist er weiterhin und hier führt er sicherlich auch in dieser Konstellation die ganze Geschichte an. Man kann hier einfach gar keinen Fehler finden. Er ist für alle Geschichten geeignet, es ist immer noch schnell genug, um hier mal in der Welle ein paar Turns zu ziehen, auch in kleineren Größen gerade logischerweise. Er ist hervorragend von seinen ganzen Fahrleistungen, super Ausgewogenheit, sehr kontrolliert, tolle Sprungeigenschaften. Im Unterschied zu seinem Vorgänger ist er halt ganz klar einfach wieder etwas mit mehr Leichtigkeit versehen. Das bringt halt nochmal einen kleinen Tick mehr Spaß. Also das steifere Material ist zu spüren, aber trotzdem ist es so gut abgestimmt, dass es nicht zu hart ist und da nicht zu viel Komfort verloren geht. Es ist genau die Mischung aus einer leichten Sportlichkeit, aber die selbst einen Anfänger nicht überfordern würde in dem Fall. Das ist halt schon faszinierend. Man hat einen Schirm, der nimmt man in die Hand halt, alles stimmt, passt ganz genau, man muss sich an nichts gewöhnen. Es ist alles passiert genauso, wie man sich das selber denkt und wünscht. Und auch der ein oder andere kleine Fehler wird halt selbstständig auch schon fast korrigiert. Und ob man das Ganze jetzt mit dem Twin-Tip bevorzugt oder mit dem Foil, da würden wir natürlich halt einfach sagen, am besten mit beidem. Weil dieser Schirm macht auf jeden Fall immer sehr viel Spaß.